Selbst in hochalpinen Regionen, wo bisher unberührte Wildnis noch war, finden immer mehr Eingriffe statt. Es werden Lifte gebaut, es werden Seilbahnen gebaut, es wird der Berg regelrecht verdrahtet. Viele dieser Prozesse sind unumkehrbar. Und das macht uns Angst. Wildnis für mich ist eine vom Menschen möglichst unbeeinflusste, naturbelassene, ursprüngliche Landschaft. Je mehr man draußen unterwegs ist, natürlich, desto klarer wird einem, dass es halt kaum noch Plätze gibt, wo jetzt nicht irgendeine Infrastruktur sehe. Gell? In so einem leeren Skigebiet zu stehen, fühlt sich an wie ein verlassener Ort, irgendwie ein toter Ort, so ein bisschen, wie wenn das dann nicht hingehört. Ich finde, dass unsere Skigebiete auf jeden Fall groß genug sind. Die Pistenkilometer sind lang genug. Wenn ich in der Natur unterwegs bin, dann fühle ich mich halt als Teil von was Größerem. Ich bin jetzt kein besonders gläubiger Mensch, aber da spüre ich tatsächlich eine Verbundenheit mit meiner Umgebung. Da in diesem Bereich sollen 2 Gletscherskigebiete zusammengeschlossen werden, mit dem Ziel, das größte Gletscherskigebiet Europas zu schaffen. Wenn man sich das Projekt genau anschaut, dann merkt man, dass es in Wahrheit die größte Gletscherzerstörung seit langem wäre. Wir hätten einen Gesamtflächenverbrauch von 116 Fußballfeldern. Der Großteil davon wäre auf Gletscherfläche. Wenn man da oben Bauprojekte in dieser Dimension durchführt, dann verändert man eine wilde, wunderschöne Hochgebirgslandschaft in eine Industrielandschaft. Ja, wenn man einen Lift baut, dann sind einige Vorkehrungen notwendig. Man muss mal eine Großbaustelle einrichten. Es braucht eigene Zufahrtswege, breite Zufahrtswege, damit man da mit Baggern und mit LKWs hinfahren kann. Man muss dann Stützen ausheben. Man braucht dann betonierte Fundamente. Es müssen auch schon Speicherteiche mit eingeplant werden. Es braucht einiges an Dynamit, um die Berglandschaft so zu begradigen, dass sie überhaupt irgendwas dort machen kann. Also wenn man sich die Fläche in Österreich anschaut, sind nur noch 7% der Landesfläche weitgehend naturbelassen. Wenn man ins Hochgebirge schaut, schaut die Situation zum Glück noch ein bisschen besser aus, obwohl es schon so ist, dass die Alpen das am stärksten erschlossene Hochgebirge der Welt sind. Wenn man alpenweit die Pistenkilometer zusammenrechnet, dann sind es ca. 25.000 Pistenkilometer. Und das wäre eine Strecke von Innsbruck nach Hawaii und wieder retour. Ich finde es ganz schwer, das zu begreifen, dass solche Skigebietszusammenschließungen dann solche Gebiete verschwinden lassen. Das sind für mich so Kraftplätze und sowas dann zu zerstören, fühlt sich einfach falsch an. Ich bin schon in Skigebieten aufgewachsen. Ich habe die Infrastruktur immer genutzt und ich nutze sie auch heute noch. Zum Skifahren haben mich auf jeden Fall meine Eltern gebracht. Die haben mich schon mit 2 Jahren im Garten auf die kleinen Ski gestellt. Für mich persönlich, was mir am meisten Spaß gemacht hat, war immer das Tiefschneefahren und das Naturerlebnis. Es gibt mir innere Ruhe und auch irgendwie ein Gefühl von Geborgenheit. Man fühlt sich so umrahmt. Das Gefühl, so eine erste Linie in den Tiefschnee zu ziehen, ist wirklich unglaublich. Vielleicht ist das genau das Gefühl der Freiheit, ehrlich gesagt.
fühlt sich ja schwerelos an und einfach und ganz natürlich irgendwie. Das Gelände gibt mir vor, wo ich fahren will. Ja, ich glaube, das ist Freiheit. Skigebietserweiterungen machen keinen Sinn. Zum einen einmal wegen dem Klimawandel. Bis zum Jahr 2050 wird der Großteil der Ostalpengletscher verschwunden sein. Und zum anderen deshalb, weil es immer weniger Skifahrer gibt. Und es gibt eine neue Zielgruppe der Zukunft, für die Nachhaltigkeitskriterien bei der Urlaubsdestinationswahl immer wichtiger wird. Also, für wen macht man diese Erweiterungen eigentlich? Ich weiß es nicht. In Tirol gibt es ein Verbot von Neuerschließungen. Allerdings wurde dieser Begriff der Neuerschließung im Tiroler Seilbahn- und Skigebietsprogramm über die Jahre so stark abgeändert, dass es auch unter bestimmten Voraussetzungen möglich gemacht wird, über die Skigebietsgrenze hinaus das Skigebiet baulich zu erweitern. Es gibt keine klaren gesetzlichen Regelungen, weil die Seilbahnlobby sehr mächtig ist und einen großen Einfluss auf die Politik hat. Zum Teil seien Vertreter der Seilbahnwirtschaft sogar selbst Politiker. Wir haben die rechtlichen Voraussetzungen. Wir haben, wenn wir heute, bitte, da kann ja der Politiker was dazu sagen, im Landtag abstimmen würden, glaube ich, 80% Zustimmung oder darüber. Und das ist genau der Grund, warum dieses Programm unbrauchbar ist. Mein Name ist Birgit Sattler. Ich arbeite als Limnologin an der Uni Innsbruck am Institut für Ökologie. Und meine Leidenschaft ist im Prinzip Leben im Eis. Eine hochalpine Zone ist im Prinzip jene Zone jenseits der Baumgrenze nach oben, also wo wir wirklich mit extremen Bedingungen zu tun haben. Mit tiefen Temperaturen, hohen Strahlungsdosen und vor allem ist sie ja gekennzeichnet durch diese sehr kurzen Vegetationsperioden. Also die Natur hat da ganz kurzes Zeitfenster, um ihre Kreisläufe durchzumachen. Es ist ein lebendiges Ökosystem, das eigentlich auch kaum bekannt ist, aber wenn man gerade 1 Milliliter Schmelzwasser sich anschaut von Schnee und Eis, da findet man Millionen von Bakterien, Algen, Pilze, also Kleinstlebewesen, die wirklich auch essentiell sind dann für weitere Nahrungsketten. Und das ist eben hochsensibel. Wenn hochalpine Zonen verschwinden würden, dann würden extrem viele Arten verschwinden. Das ist eigentlich ein Horrorszenario. Verantwortlich sind zweierlei Faktoren. Das eine ist eben der Klimawandel, das andere ist definitiv der Mensch in weiterer Folge durch die Erschließung von den hochalpinen Zonen. Jede Erschließung auf einem Gletscher ist für uns ein riesengroßer Einschnitt, auch in diesen Lebensraum. Wenn man sich einen Gletscher im Sommer anschaut mit Baustellen, das tut weh. Also nicht nur mir, die am Gletscher arbeitet, sondern ich glaube, das tut jedem in der Seele weh, sowas zu sehen. Es sind wirklich Narben in der Landschaft, die sich so schnell nicht regenerieren. Ich will ein Bewusstsein schaffen, dass Gletscher extrem sensible Lebensräume sind, dass man das wirklich nicht nur als Wirtschaftsmasse sieht, sondern als schützenswerte Landschaft. Von den Skigebieten würde ich mir wünschen, dass sie andere Perspektiven sehen für den Tourismus, um das eben als großes Potenzial zu sehen, dass man davon auch profitieren kann, ohne es auszubeuten, dass es auch ein Miteinander ist und nicht gegeneinander gegen diese Landschaft.
Dieses Umdenken muss erst passieren und dazu braucht es Multiplikatoren, dazu braucht es eben auch Wissenschaftler, die auch bereit sind, sich zu exponieren, die das dann auch irgendwo jetzt an eine breite Öffentlichkeit raustragen. Schauen wir uns das Beispiel an mit Flugreisen. Jetzt geniert man sich fast, wenn man in ein Flugzeug steigt. Vor 2 Jahren mal chatte mal schnell dorthin, dahin. Und dann würde ich mir von den Politikern wünschen, dass sie den Gletscherschutz wirklich ernst nehmen. Der Gletscherschutz, wie er jetzt ist, braucht eine Version 2.0. Also so eine hochalpine Zone für mich ist attraktiv, weil es da halt naturgemäß Schnee gibt und dann, weil es bei uns einfach die letzten naturbelassenen, unerschlossenen Räume halt auch sind. Wenn ich mich in den Bergen bewege, bin ich mir bewusst, dass ich nicht immer alles selbst in der Hand habe. Die Gegebenheiten in den Bergen sind, wie sie sind und ich muss mich ihnen anpassen. Für mich sind die naturbelassenen Freiräume unverzichtbar, nicht zuletzt auch als Ausgleich in unserer sich immer schneller drehenden Welt. Als Kind habe ich angefangen zum Skifahren, so wie die meisten Kinder da, mit so 3 Jahren. Und bin dann ein Skirennen gefahren. Und dann ist gerade das Snowboarden aufgekommen. Also es war Ende der 80er Jahre. Von dem Tag weg wollte ich einfach nicht mehr Skifahren. Was mir immer schon getaugt hat, war halt auch im freien Gelände fahren. Und dann in meinem großen Freeride-Contest gelandet und da ist es dann richtig gut gelaufen. Und von da weg bin ich dann wirklich gesponsert worden, sozusagen als Profi auch. Kann man sich dran gewöhnen, ist super, super geil. Skigebiete, die haben mir das ermöglicht, was ich jetzt mache. Also ich bin ja mit Skigebieten groß geworden und jetzt genieße und nutze das sehr gerne in unserem Skigebiet hinterm Haus mit unserer Tochter zum Beispiel. Seitdem ich Vater geworden bin, ist das natürlich, da macht man sich dann halt schon mehr Gedanken auch über das, was die nächsten oder die nächste Generation noch haben wird. Also so genießen, wie wir das heute da genießen oder wie ich das heute da genieße, das wird die Lilith einfach nicht mehr können. Gell? Das wird einfach nicht mehr da sein und wenn es mal weg ist, ist es für immer weg. Und das ist schon nochmal eine Motivation, dass man einfach was tut, wo man daran denkt, dass das einfach wichtig ist, ja, und dass man sagt, na, da unterschreibe ich jetzt oder da versuche ich irgendwas dagegen in Bewegung zu setzen, weil natürlich an das mehr emotionaler betrifft, wenn es dann auch um die Zukunft der eigenen Kinder geht. Eigentlich war die Natur auch immer mein Vorbild für alles, was wichtig ist im Leben. Die Natur verwendet dieselben Bausteine, aus denen auch wir bestehen. Wir sind sozusagen aus der Natur hervorgegangen. Und ich glaube, das ist mit der Grund, warum wir uns so verbunden fühlen, auch wenn wir es oft nicht bewusst wahrnehmen. Bisher war es eben so, dass die Wirtschaft eine viel stärkere Lobby hatte. Wir brauchen das. Die Natur praktisch keine Lobby. Was wir brauchen, ist ein Richtungswechsel. Nicht immer noch mehr, immer größer, immer weiter. Wir brauchen einen nachhaltigen Umgang, auch im Interesse der nächsten Generation. Zurzeit verdienen die am meisten Natur kaputt machen. Und das muss sich ändern. Information, das ist immer der erste Schritt bei einer Initiative. Der zweite Schritt ist, dass es gelingen muss, die Leute zu motivieren, ihnen klarzumachen, was auf dem Spiel steht. Und der dritte Schritt ist dann, die Leute zu mobilisieren. Und auch das ist uns gelungen. Die Politik reagiert sensibel darauf, wenn viele Menschen hinter einer Sache stehen. Denn viele Menschen sind ja auch viele Wähler. Wir hören oft die Feststellung, ich kann
ohnehin nichts bewirken. Aber wenn jeder Einzelne das denkt, dann haben die Betreiber gewonnen. Aber wenn sehr viele sich zusammentun, so wie das eben in einer Initiative möglich ist, dann kriegt das Ganze eine Dynamik und dann kann man auch was bewegen und erreichen. Also kommt schon auf Einzelpersonen an. Ich glaube, es bringt alles irgendwas. Jegliche Aktivität hat irgendwie wieder eine gewisse Reaktion. Heutzutage gibt es ja dann zum Glück sehr aktive Menschen, die da auch dann Petitionen ins Leben rufen, die man einfach unterschreiben kann. Das ist mal so die erste Grundverantwortung, die man übernehmen kann. Und dann kann man natürlich mit Freunden und Bekannten drüber reden, vielleicht sogar mal in einem größeren Rahmen drüber reden und einfach dieses Thema, das mir selber wichtig ist, halt da präsent zu machen. Unser Ziel ist es, dass nicht noch mehr unberührte Natur zerstört wird. Jede neue Erschließung in unseren Bergen bedeutet einen unwiederbringlichen Verlust an Natur für uns alle. Was auch immer die Betreiber gewinnen, wir in Tirol, in Europa oder wo auch immer verlieren viel mehr. Eine weitere metastasierende Ausbreitung von Infrastruktur in unseren Bergen muss unbedingt gestoppt werden, wenn wir wollen, dass unsere Kinder und Enkelkinder auch noch diese Bergwildnis genießen dürfen. Es betrifft uns alle, jeden Einzelnen von uns. Nicht nur die Skifahrer oder die Snowboarder. Wir alle brauchen diese Berge. Wollen wir, dass die Wildnis ein lebender Teil von uns bleibt? Oder nur eine dunkle Erinnerung, wer wir einst waren?